Hallo, es ist Donnerstag, Zeit für eine neue Folge PS Speicher TV. Heute reden wir über das erste deutsche Superbike, welches den Namen auch wirklich verdient hat. Die Münch 4 TTS oder besser bekannt als Münch Mammut. Ich bin heute nicht alleine hier, bei mir ist Andy Schwiezer, der Kurator der Stiftung PS Speicher für den Motorradbereich. Hallo Andy, schön, dass du da bist. Andy, die Münch Mammut, der Motor stammt aus dem NSU Prinz TT. Wie fährt sich so ein schweres Motorrad, wie fährt sich so ein schnelles, leistungsstarkes Motorrad? Also das Motorrad fährt sich nach heutigen Maßstäben nicht gut. Es fährt sich schwerfällig, kopflastig, unsicher und die Leistung kann heute über 50 Jahre nach dem Zeitpunkt der Fertigstellung nicht mehr unbedingt begeistern. Aber in der Verkehrswelt, in der Motorradwelt der 60er Jahre war dieses Motorrad ein Paukenschlag, ein Statement. Das Motorrad war das erste deutsche Superbike, bevor die Begrifflichkeit überhaupt erfunden wurde. Wie ist Friedel Münch Mitte der 60er Jahre, muss man dazu sagen, auf den Gedanken gekommen, einen Pkw-Motor zu nehmen, einen Vierzylinder, Viertaktmotor zu nehmen und den in ein Motorrad einzubauen? Ja, es gab keine Vierzylinder-Motorräder auf dem Markt zu kaufen. Und die dominierten den Rennsport, die Fans waren begeistert. Man wünschte sich ein Vierzylinder-Motorrad und für Friedel Münch war das eine Momententscheidung, als er das erste Mal so einen NSU-TT-Motor im Motorraum des Autos erblickte, zu sagen, diesen Motor nehme ich, diesen leichten und leistungsfähigen Motor nehme ich und adaptiere ihn in ein Motorrad. Und so war der hessische Motorradtuner Friedel Münch, der eigentlich nur Insidern vorher bekannt war, aus der Wetterau, wurde eigentlich mit diesem Motorradkonzept weltberühmt, weil er und die Edelschmiede MV Agusta als erste überhaupt starke Vierzylinder-Motorräder am Markt hatten. Und Friedel Münch debütierte gleich mit einer Tausender, die schnell noch mehr Hubraum bekam. Und das Motorrad war bis Anfang der 70er 1969, 70 wirklich das stärkste und leistungsfähigste Angebot am Markt und wurde auch durch hohe Preise und ein exklusives Image rasch zur Legende. Du hast eben die Exklusivität angesprochen. Der Preis war exklusiv, es war ein sehr teures Motorrad, es ist heute immer noch ein sehr teures Motorrad. Die Käuferschicht war damals aber auch exklusiv. Gunter Sachs gehörte dazu zum Beispiel. Alle Motorräder, die hergestellt wurden, das war eigentlich eine Manufakturarbeit. Die Modelle unterscheiden sich alle in kundenspezifischen Details. Erzähl uns doch mal was zu unserer Münch. Ja, das ist die 13. gebaute Maschine aus dem ersten Baulos 1967 bis 1968. Das Motorrad wurde nach der Fertigstellung in die USA exportiert, dort 1968 an einen Kunden ausgeliefert und hatte 1971 einen schweren Unfall, der ist aktenkundig. Das Motorrad hat dann damals eine Rickman-Vordergabel bekommen, die eigentlich erst in der zweiten Bauserie von Münch verbaut wurde. Zuvor hatte Münch eine eigene Gabel, Rickman war ein englischer Fahrwerksspezialist und das Motorrad wurde umgerüstet auf den damals aktuellen 1200 Kubik Motor mit Weber-Vergasern und leistete 1971 sensationelle 88 PS. Und diese Motorräder hatten aber, auch wenn die speziell japanische Konkurrenz irgendwann technologisch vorbeizog und einfach moderner war, eine Münch verlor niemals ihren Nimbus. Münchfahren war immer eine teure, exklusive Angelegenheit. Du hast eben den 1200er Motor erwähnt. Der 1200er Motor kam später auch mit einer Kugelfischer-Einspritzanlage. Münch war also der erste, der eine Einspritzanlage in Motorrädern einsetzte. Das war aber nicht die einzige technische Innovation. Das Hinterrad ist aus einer Elektron-Legierung. Elektron ist eine Magnesiumlegierung aus mindestens 90% Magnesium und knapp 10% Aluminium. Das ist also besonders leicht, auch das sehr innovativ. Aber du musst mir jetzt noch mal eins verraten. Warum heißt die Münch Mammut nicht Münch Mammut, sondern Münch 4 TTS? Als Friedel Münch sein erstes Motorrad, seinen ersten Prototypen mit der Konzeption fertig hatte, war der Stuttgarter Motorradjournalist Ernst Leverkus bei ihm, fuhr das Motorrad und berichtete darüber und schrieb, das wäre kein normales Motorrad, das wäre auch mehr als ein Büffel, es wäre ein Mammut, es wäre gigantisch, groß, urwüchsig, archaisch und von unglaublicher Kraft. Und schon hatte das Motorrad den Namen weg, den es eigentlich bis heute
im Motorradjargon, im Volksmund behielt. Friedel Münch durfte diesen Namen niemals verwenden, weil der Name Mammut für Kraftfahrzeuge für den Traktorenhersteller Eicher geschützt war. Danke für die Infos, Andy. Ihr wollt die Münch Mammut oder die Münch 4 TTS und den NSU TT live sehen? Dann besucht uns im PS-Speicher. Bis nächste Woche.